Sie leben ihren Traum in Südafrika. Rainer Schimpf und seine Ehefrau Silke bieten seit 20 Jahren Tauchsafaris im Indischen und Atlantischen Ozean an. Südafrika, das bedeutet für das Ehepaar auch wilde Tiere und hautnahe Begegnungen. Ich glaube, ich war im Wal, weil ich wusste es ja nicht so genau, es war ja nur dunkel. Doch, genau, das war er. Rainer Schimpf im Maul eines Bartenwals, zufällig festgehalten auf Bildern eines befreundeten Fotografen. Aber von vorn. Der 54-Jährige aus dem südhessischen Rimbach hat sein Hobby, das Tauchen, vor Jahren zum Beruf gemacht. Ich habe vor fast 30 Jahren Tauchen gelernt, in Australien damals, und war dann schon sehr begeistert von dem Ganzen und hatte dann irgendwann die Chance, über einen Job, den ich gemacht habe in einer Werbeagentur in Südafrika, Fuß zu fassen. Mit seiner Ehefrau Silke bietet er dort begleitete Tauchtouren für Touristen an, zum Beispiel zum sogenannten Sardine Run, bei dem die größten Meeresbewohner Jagd machen auf Sardinenschwärme. Das ist die größte marine Migration in der südlichen Hemisphäre, wo Tausende von Walen, Delfinen und Haien den Sardinenschwärmen folgen, entlang der Küste von etwa Port St. Francis über Port Elizabeth bis hoch nach Durban. Und diesem Event folgen wir jedes Jahr, etwa ein halbes Jahr lang, entlang der Küste mit unseren Kunden. Die Wunder, die die Natur hervorbringt, diese Weite auf dem Meer, das ist ein Riesenstück Freiheit und das ist Balsam für die Seele letztendlich. Wir hoffen, dass es auch weitergetragen wird durch unsere Kunden und auch durch die Bilder, die wir machen. Das Meer, was ja eigentlich noch gar nicht so wirklich erforscht ist, aber doch so sehr schützenswert ist. Ein wahr gewordener Lebenstraum, zumindest bis zur Corona-Pandemie. Seit 1,5 Jahren ist das Ehepaar in Rimbach gestrandet. Odenwald statt Ozean. Wir wurden ziemlich ausgebremst im März letzten Jahres, als wir auf einmal gemerkt haben, dass sich überall die Grenzen schließen. Wir saßen in Südafrika, unsere Eltern in Deutschland, und wir wussten nicht, was passieren wird. Und dann haben wir gesagt, okay, unsere Gäste sind weg. Wer weiß, was uns hier erwarten wird. Sie beschließen, ihre Wahlheimat Südafrika zu verlassen, wollen ursprünglich nach 3 Monaten zurückkehren. Aus der Zwischenstation in Rainers Elternhaus wird jedoch zwangsläufig ein Daueraufenthalt. Deutschland durfte ja Gott sei Dank noch vor die Tür und wir wohnen hier direkt am Wald, sehr naturverbunden. Das war natürlich ein kleiner Trost für den Verlust, den wir in Südafrika erstmal zurücklassen mussten. Fotomotive gibt es auch in Südhessen reichlich für die beiden. Die Zeit im Odenwald nutzen sie daher bevorzugt in der Natur. Zum Überleben reichen die Bildverkäufe an Regionalmagazine nicht. Das Ehepaar muss auf Ersparnisse zurückgreifen. Wir haben hier versucht, so unsere kleinen Wildabenteuer ein bisschen weiterzuführen, aber uns fehlt das Meer. Das Meer und Südafrika. Für das Ehepaar auch ein Abenteuer mit hautnahen Begegnungen. In Erinnerung bleibt besonders eine Fahrt durchs Wildreservat und die Begegnung mit einem Giraffenbullen. Und dann sagte man uns schon, ja, dass das männliche Giraffentier letztendlich sehr aufmerksam ist und auch schon mal sehr nah ans Auto kommt. Und dass das total klasse wäre zum Fotografieren. Der kam also wirklich nah und irgendwann ist dann aber auch dieser persönliche Rahmen durchbrochen, wo man sagt, jetzt wird's unbehaglich, wenn dann der Kopf von oben übers Auto reinguckt und der Fahrer schon ein bisschen nervös wird und dann anfängt schneller zu fahren und die Giraffe erst hinterherläuft mit ihrem langen Hals und dann auf einmal anfängt zu galoppieren, weil der Fahrer doch noch schneller wird. Und wir uns dann alle festhalten mussten. Das war so mein erstes Ereignis in Südafrika. Das war sehr aufregend. Rainer Schimpfs wohl größtes Adrenalinabenteuer ist das von 2019, als er im Maul eines Wals landet. Der Tauchguide ist mit Touristen unterwegs zum Sardine Run und prüft gerade, ob die Sicht im Wasser gut ist. Wurde es plötzlich dunkel. Da kam von hinten im Prinzip aus einem absolut ungewöhnlichem Winkel ein Wal mit offenem Maul und ich war plötzlich komplett da drin. Aber glücklicherweise hat der Wal wirklich sehr viel Sensibilität bewiesen und hat sofort gemerkt, okay, den Schimpf will ich nicht, das Gummi schmeckt nicht und raus mit dem Ding. Rainer hat halt nur gesagt, als er im Wasser war, mich hat irgendwas umarmt. Das war wie ein fester Druck auf meine Hüften. Das war wie eine Umarmung, die ich bekommen habe. Und ja,
Vielleicht ist das ja die schöne Geschichte an dem Vorfall, dass der Rainer von einem Wal umarmt worden ist. Eine tonnenschwere Umarmung und nicht ein Kratzer. Beide sind froh, dass das glimpflich ausgegangen ist. Ende Oktober soll es nun endlich wieder losgehen mit ihrem Traum von Südafrika. Sie wollen mit Aufhebung der Reisebeschränkung neu durchstarten, diesmal etwas nördlich von Kapstadt. Veränderung tut gut. Ich denke, Corona hat im Ganzen viel Veränderungen hervorgerufen, auch im Mindset. Wir freuen uns auf Südafrika, wir freuen uns auf die Menschen dort. Und es wird spannend, welche Bilder und Erlebnisse Rainer und Silke Schimpf zukünftig im Gepäck haben werden.